Hallo, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Heute habe ich mal wieder einen Verbrauchstest in diesem Video mit euch vor, und zwar nicht mit irgendeinem Auto, sondern natürlich mit dem neuen Mazda 6e. Da haben wir nämlich schon ganz viele Kommentare von euch erhalten, dass wir doch bitte mal eine richtige, realitätsnahe Messung machen sollen. Und dem Wunsch komme ich euch natürlich nach. Das heißt, wir werden heute unsere Standardrunde mit dem Auto fahren und hinterher den genauen Verbrauch messen, ob wir da wirklich auch in die Werksangaben rankommen oder vielleicht sogar darüber hinausschießen, vielleicht sogar sparsamer sind. Und ich erkläre euch natürlich beim Fahren gerne auch noch einige wichtige Details zum Auto. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, machen wir heute also eine Verbrauchsmessung mit dem neuen Mazda 6e. Und bevor wir hier losfahren im Fahrzeug, möchte ich euch gerne natürlich ein paar Informationen mitgeben, wie das Ganze ablaufen wird. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht kennt, wir werden heute eine Runde fahren, die eine sehr gute Mischung darstellt aus Stadtverkehr, Landstraße, aber auch Autobahn. Und wir wollen damit natürlich möglichst nah die Realität abbilden. Ganz kurz mal zusammengefasst, wir fahren jetzt hier vom Autohaus direkt nach Ansbach rein, haben ein kurzes Landstraßenstück, relativ viel Stadtverkehr, fahren auch wirklich durch die Stadt durch, nicht irgendwie drumherum, also viele Ampeln und Staus. Dann werden wir der Landstraße fahren, dann kommt ein großes Stückchen Autobahn. Wir werden dann ungefähr am Ende der ersten Runde ca. 32 Kilometer haben, aber wir fahren nochmal die gleiche Runde wieder rückwärts, um es wieder auszugleichen, falls es da irgendwelche Höhenunterschiede gibt, und fahren dann noch ein drittes Mal, sodass wir am Ende ungefähr so bei ca. 96, 97 Kilometer ankommen werden. Und bei diesem Fahrzeug wird es dann so sein, wir werden nach der Verbrauchsrunde dann an eine Ladesäule gehen und das Auto eben komplett aufladen. Hier reicht es bei so einem Elektroauto jetzt nicht einfach hier auf dem Bordcomputer zu schauen und den Verbrauch abzulesen, sondern wir müssen hier natürlich schauen, was ist tatsächlich in das Auto für Energie reingeflossen, denn das ist das, was für euch zählt. Es gibt nämlich auch Ladeverluste durch Umwandlung von Energie oder beispielsweise eben durch Kühlung oder sonstige Sachen, und die fließen natürlich in euer Budget mit rein. Und bevor wir losfahren, sollten wir natürlich auch hier nochmal so ein paar Dinge klären. Das heißt, wir gucken uns hier mal den Bordcomputer an, dass ich das alles auf Null setze, dass die Werte auch wirklich exakt sind, die wir heute ermitteln. Vielleicht kannst du das mal kurz einfangen. Wir haben bei dem Fahrzeug verschiedene, ich sage jetzt mal Bordcomputer. Es gibt 3 Bordcomputer. Der erste, den seht ihr gerade, der nennt sich hier nach Selbststart. Das heißt, immer wenn das Auto startet, fängt der von 0 an. Hier seht ihr schon Fahrtstrecke 00, Fahrzeit 0 Stunden. Und dann würden wir da auch einen Verbrauch sehen. Am Lenkrad selber kann ich durch Tastendrücken hier eine sogenannte Zwischensumme, Laufleistung machen. Den kann ich auf 0 setzen, indem ich jetzt hier lange auf die OK-Taste drücke. Das mache ich mal für euch. Den nehme ich jetzt einfach sicherheitshalber mal noch mit dazu. Und dann gibt es noch einen dritten Computer, das nennt sich Langzeitfahren. Den kann man nicht auf 0 setzen. Ist vielleicht auch mal ganz interessant für euch. Wir sehen hier, das Fahrzeug hat jetzt insgesamt 3279,7 Kilometer. Das ist auch ein wichtiger Wert, den wir uns später dann merken sollten. Und einen durchschnittlichen Verbrauch in dieser kompletten Zeit von 18,3 Kilowattstunden. Ihr müsst natürlich bedenken, dieses Fahrzeug selber ist ein Auto, was als Vorführfahrzeug bei uns angemeldet ist. Das heißt, alle Interessenten, die sich für das Auto interessieren, setzen sich hier rein, probieren natürlich erstmal aus. Und wie ihr das so kennt, wenn man ein neues Auto kauft, gibt man natürlich gerne auch mal Gas. Man will ja wissen, wie das Auto beschleunigt. Und wir haben ja hier in diesen Videos von uns auch schon einige Beschleunigungstests und Blödsinn gemacht. Und da geht natürlich auch der Verbrauch ein bisschen nach oben. Wenn man das Auto allerdings dann eine ganze Zeit lang besitzt, fährt man natürlich auch ein bisschen ökonomischer, will ja auch möglichst sparsam fahren. Und das führt mich im Endeffekt auch zu dem Punkt, wie heute diese Runde durchgeführt wird. Ihr müsst euch das heute so vorstellen, wir werden heute ganz normal fahren, das heißt mit dem Verkehr mitfließen. Ich werde also nicht aggressiv fahren, aber jetzt auch nicht schleichen, also kein Verkehrshindernis, sondern wir halten uns einfach an die Verkehrsregeln. Wir fahren nicht schneller als das, was erlaubt ist. Und ich empfehle das immer irgendwie so zu vergleichen, am besten mit so einer Runde, wenn man irgendwie Feierabend hat, macht sich noch ein bisschen schöne Musik an dem Auto und fährt einfach genüsslich nach Hause. Genauso wäre diese Runde heute abgelaufen. Genau, ansonsten auf der Autobahn haben wir ja Richtgeschwindigkeit 130, die werde ich einhalten. Und ich jetzt nicht irgendwie 160, 170 fahren, da kann man gerne mal noch ein anderes Video dazu machen, wenn euch da die Verbräuche interessieren. Ja, und dann am Ende schauen wir mal an, was von Wert rauskommt. Jetzt haben wir aber genug gelabert, jetzt geht es gleich los und wir fahren schon mal die ersten Kilometer. Wir fahren jetzt vollgeladen bei uns in der Firma los, hatten also das Auto jetzt gerade noch an der Ladesäule hängen. Ist natürlich besonders einfach, muss ich jetzt nicht irgendwie zu einer Tankstelle fahren. Und es ist auch ein guter Zeitpunkt, um mal so ein paar Details zu klären, wie dann eigentlich diese Verbrauchsangaben in den Fahrzeugen heutzutage ermittelt werden. Und falls ihr euch mit dem Thema Autokauf beschäftigt, dann kommt euch bestimmt in den Prospekten immer mal wieder der Begriff WLTP-Zyklus oder WLTP-Verbrauch vor. Und das ist im Endeffekt ein EU-weit festgelegter Normzyklus, wie Fahrzeuge heutzutage getestet werden, um vergleichbare Verbrauchswerte von Autohersteller zu Autohersteller, von Modell zu Modell in die Preislisten reinzuschreiben. Und dieser Zyklus
Ist schon eine Weiterentwicklung von einem alten Zyklus. Der alte hieß NEFZ, der war, ich sag mal ganz ehrlich, relativ unrealistisch. Und der neue soll also möglichst realitätsnah euer Fahrverhalten abbilden. Das ist natürlich schwer, weil der eine, der hat viele Berge, der andere, der fährt vielleicht ein bisschen sportlicher und manche fahren eher ein bisschen genüsslicher und vorsichtiger. Und deswegen kann es natürlich nie 100% passen. Damit ihr mal so ein bisschen ein Gefühl habt, wie dieser WLTP-Zyklus aufgebaut ist, habe ich mal eine sehr vereinfachte Darstellung für euch. Die blenden wir euch jetzt einfach mal ein. Und ihr seht schon, das besteht im Endeffekt aus 4 Teilen. Es gibt im Endeffekt so eine Art Stadtteil. Dann gibt es eine Art Landstraßenteil, da wird meistens so bis 80 km/h gefahren. Dann gibt es so eine Art Bundesstraßenteil und einen Autobahnteil. Und ihr seht schon an den Spitzen, dass da eben nur relativ kurze Zeit auch mit hoher Geschwindigkeit gefahren wird. Also zum Beispiel bei dem Autobahnteil wird wirklich nur ganz kurz mal 130 gefahren, nicht konstant. Und ihr seht auch, das sind sehr, sehr viele Bremsphasen und auch Stillstandphasen dabei. Das Ganze stammt natürlich auch aus der Zeit, wo Benziner noch die vorherrschende Antriebsform waren. Und daher wollte man natürlich eben besonders die Schwachstellen auch der Benziner rauskitzeln, die ja das Problem haben, wenn sie irgendwo stehen und beim Anfahren verbrauchen die natürlich ein bisschen mehr Strom. Benzin natürlich. Ja, genau, dieser WLTP-Zyklus ungefähr dauert in etwa 23 Kilometer und hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 46, irgendwas km/h, ich weiß gar nicht aus dem Kopf. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier in diesem Auto auch einen Bordcomputer, bei dem wir dann tatsächlich nachher mal auch schauen können, wie unsere Durchschnittsgeschwindigkeit war und das dann auch so ein bisschen in Relation zu diesem WLTP-Zyklus vergleichen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, und das betrifft tatsächlich auch sehr die Elektrofahrzeuge, nicht so sehr die Benziner und Diesel, dieser WLTP-Zyklus wird im Schnitt so bei ungefähr 22, 23 Grad gemacht. Das haben die ganz bewusst so gemacht, weil natürlich ein Akku von so einem E-Auto sich eben besonders wohl fühlt in dem Bereich von, ja, ich sage jetzt mal Zimmertemperatur. Der hat also die maximale Leistung. Je kühler es wird, desto langsamer wird die Zellchemie, desto ineffizienter laufen die chemischen Prozesse und es muss natürlich auch noch elektrisch geheizt werden bei so einem E-Fahrzeug, während man beim Benziner ja im Endeffekt, ich sage jetzt mal, die Wärme als Ausschussprodukt bekommt. Und deswegen macht man eben die Messung bei 23 Grad in etwa, um natürlich auch hier möglichst gute Werte zu erreichen. Heute haben wir 18 Grad, also nicht ganz optimal, aber ich denke, das sollte das jetzt nicht besonders beeinflussen. Und was auch ganz wichtig ist, bei diesen ganzen Tests wird also immer ohne Heizung, ohne Licht, ohne elektrische Verbraucher gefahren. Ist jetzt natürlich auch nicht gerade wirklich realitätsnah. Wir haben selbstverständlich jetzt heute die Klimaanlage an. Ich kann mir hier reingehen, wir haben jetzt auf 23 Grad gestellt, also ganz normale Temperatur. Ich habe jetzt hier auf Eco-Modus gestellt. Da wird im Endeffekt die Klimaanlage ein bisschen von der Leistung reduziert. Ist heute aber eh nicht notwendig. Ich habe sie nur mitlaufen, dass im Endeffekt ein bisschen entfeuchtet wird. Natürlich bleibt auch das ganze Display und so weiter an. Wir wollen ja heute eine realitätsnahe Messung machen. Und wir sind hier jetzt mit dem Auto auch mit einem vollen Akku losgefahren. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mich jetzt hier auf diesem Bergabstück auch besonders interessiert, weil wenn man mit einem vollen Akku losfährt, kann man natürlich hier bei so einem E-Auto nicht besonders viel rekuperieren. Also eigentlich ist es immer geschickt, den Akku nicht ganz voll zu machen, weil man dann einfach effizienter fährt, weil ein voller Akku, der kann ja nicht mehr voller werden und wenn ich jetzt hier dieses Bergabstück habe, dann kann ich hier relativ wenig Energie reinpacken und das seht ihr hier im Endeffekt auch. Wir haben hier ein blaues Symbol und das sagt im Endeffekt, hey, wie viel Energie ich gerade wieder zurückgebe, aber das geht halt nicht viel, weil wir im Endeffekt schon einen 98% vollen Akku haben. Ihr werdet dann merken, so bei 95, bei 90% wird dann dieser Balken immer länger und ihr merkt dann auch, dass ihr beim Bremsen oder einfach nur beim Gas wegnehmen schon deutlich mehr Energie in den Akku reinbringt. Das spürt ihr durch so eine Art Bremsvorgang. Man sagt da ja im Endeffekt auch One-Pedal-Driving dazu. Das heißt, ihr geht vom Gas runter und schon bremst das Auto. Jetzt im Moment haben wir dieses Bremsen noch sehr, sehr schwach. Wir müssen jetzt also noch ein bisschen abwarten. Genau, jetzt kommen wir im Endeffekt auch nach Ansbach rein. Und wenn wir gerade beim Bremsen-Thema sind, fragt man sich ja, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann denn das Auto diesen Bremsdruck in Rekuperation umwandeln? Und zum einen mal haben wir natürlich kein normales Bremssystem, wie ihr das vielleicht von einem normalen Benziner kennt, also mit Bremsflüssigkeit, die direkt irgendwie hier durch einen Druckgeber oder was in der Art gesteuert wird, sondern wir haben ein sogenanntes Brake-by-Wire-System.
Das heißt, dass die Bremskraft, die ihr fühlt, ist im Endeffekt nur elektronisch erzeugt und fühlt sich eigentlich nur so an und wird dann eben digital verarbeitet. Das heißt, das Auto entscheidet bei dem Bremsdruck, bei der Geschwindigkeit, bei dem Akkuzustand, was kann ich jetzt rekuperieren, was muss ich in die Bremsscheiben leiten. Und da wird natürlich dann so viel wie möglich an Energie in den Akku wieder zurückgenommen. Dann fungiert im Endeffekt euer E-Motor wie so eine Art Dynamo, müsst ihr euch das vorstellen, ganz einfach vorgestellt. Und der kann dann das Ganze eben wieder in Energie umwandeln. Das ist natürlich dann eine gute Sache, wenn ihr da viel bremst im Vergleich zu einem normalen Fahrzeug, was eben keine Rekuperationsmöglichkeit hat. Denn durch Bremsen wird jetzt hier eben nicht nur Wärme erzeugt in den Bremsscheiben, sondern wirklich effektiv Energie. Aber grundsätzlich solltet ihr wissen, die Grundregel bedeutet natürlich immer, möglichst sparsames Fahren heißt viel rollen, vorausschauend fahren. Das ist natürlich auch bei einem E-Auto noch der Fall. Aber wenn ihr wirklich bremsen müsst, ist natürlich so ein E-Auto wesentlich effizienter, weil es zumindest ein bisschen was von eurer Bremsenergie wieder in Energie umwandeln kann und nicht in Wärme. Und wir sind zwischenzeitlich jetzt auch schon in Ansbach angekommen, wie ihr vielleicht schon so ein bisschen im Hintergrund sehen könnt. Schleichen jetzt hier so ein bisschen durch die Gassen. Und es ist Gott sei Dank heute nicht ganz so viel Verkehr wie üblich. Wir haben ja hier jetzt im Moment gerade nur so eine Geschwindigkeit von 30 km/h, ein Haufen Fußgänger unterwegs. Wir können vielleicht mal so einen allerersten Blick auf den Bordcomputer werfen. Jetzt haben wir im Moment 8,8 Kilometer. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 14,8 Kilowattstunden, die ich jetzt bisher benötigt habe. Also hochgerechnet auf 100 Kilometer natürlich. Ja, jetzt geht es jetzt so langsam wieder so ein bisschen Richtung Ansbach raus. Wir waren jetzt schon, ja, ich würde sagen, so 5 Minütchen in Ansbach unterwegs. Und wenn wir jetzt schon gerade beim Verbrauch sind, also beim Thema Kilowattstunden auf 100 Kilometer, vielleicht kennt ihr das ja aus dem Prospekt bei dem Auto, es gibt hier natürlich auch eine Werksangabe und die ist bei dem Fahrzeug 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und am Anfang hatte ich ja auch schon gesagt, wir werden heute bei dem Test nicht den Bordcomputerverbrauch nehmen, sondern den Realverbrauch. Das ist das, was an der Ladesäule dann hinterher an Strom bezahlt werden muss. Und das muss man auch dem WLTP-Zyklus zugute halten, das machen die auch. Also das heißt, die 16,6 Kilowattstunden, die da im Prospekt angegeben sind, sind bereits inklusive Ladeverluste gemessen. Wenn wir also heute das mit dem Bordcomputerwerten so ein bisschen vergleichen, muss also, wenn wir heute die Werte vom Hersteller einhalten wollen, der Wert im Display etwas niedriger sein. Man kann sagen, dass die Ladeverluste so circa in etwa 5 bis 10% sind, je nachdem an welcher Säule ihr ladet, also zum Beispiel eine Schnellladesäule, die dem Fahrzeug bereits Gleichstrom bietet, das nicht mehr umgewandelt werden muss, hat im Regelfall so einen Ladeverlust von zwischen 4 und 8%, sagt man. Hättet ihr eine Wallbox daheim, die dem Auto Wechselstrom anbietet, das dann erst umgewandelt werden muss, dann spricht man in etwa von Ladeverlusten von ca. 10%. Nehme ich jetzt einfach mal die 10% her, das heißt bei 16,6 Kilowattstunden Verbrauch hätten wir also irgendwo einen Realverbrauch von in etwa 15 Kilowattstunden, die heute auf dem Zähler sozusagen stehen sollten, wenn wir die Werksangabe schaffen wollen. Marcel, an der Stelle, du weißt, was jetzt kommt, oder? Allgemeine Frage. Die Schätzung. Was denkst du? 16,6 Kilowattstunden Werksangabe, 15 sollten auf dem Tacho nachher stehen. Was denkst du, was können wir schaffen? Aber denk dran, wir sind heute mit vollem Akku losgefahren, das heißt, ich konnte jetzt nicht so viel rekuperieren. Ich denke, wir werden es nicht ganz schaffen. Okay. Ich wäre froh, wenn am Tacho-Display die 16,8 stehen würden. Okay. Du bist aber heute sehr, sehr vorsichtig. Ja. Und du? Also ich bin selber jetzt diese Runde mit dem Auto noch nicht gefahren. Ich bin meistens immer auf der Autobahn und so weiter unterwegs gewesen. Und wir haben auch schon ein paar Beschleunigungstests gemacht. Was mich tatsächlich aber so ein bisschen umdenken lässt, ist der Durchschnittsverbrauch, hast du ja gesehen, der in der kompletten Zeit bisher bei 18,3 Kilowattstunden war, was schon echt ziemlich gut ist für das, was die Kunden mit den Autos bei der Probefahrt machen. Ich sage, wir sind bei 15,5 laut Bordcomputer. Aber am Ende, also ein bisschen über der Werksangabe, würde ich sagen. Aber wir werden sehen. Ich versuche euch auch mir noch eine andere Anzeige zu geben. Es gibt hier übrigens so ein paar coole Features, die wir bisher nicht beim Mazda-Modellen haben. Wir haben einmal hier so eine schöne Anzeige, die können wir uns auch mal ein bisschen größer anschauen. Ich tue die jetzt mal auf 25 Kilometer einstellen. Da seht ihr jetzt zum Beispiel hier unseren Verbrauch. Ihr seht schon, da ist aber auch natürlich
der Bereich dabei, der das Auto vorher genutzt wurde. Das sind also die letzten 25 Kilometer. Wir sind jetzt 12 Kilometer unterwegs, also kann man im Endeffekt sagen, dass das ungefähr unser Verbrauch ist. Und so wurde dann hier eben mal gefahren. Ihr seht schon, hier haben wir einige Peaks mit 80 Kilowattstunden. Also das sind garantiert, ich sage jetzt mal Vollgasphasen gewesen, wo jemand einfach mal richtig auf die Tube gedrückt hat bei dem Fahrzeug. So würde man normalerweise ja nicht fahren. Und das fließt natürlich dann auch in den Verbrauch von diesen 18,3 Kilowattstunden dann mit rein. Genau, wir sind hier hinten. Wir können es mal so ein bisschen beobachten. Es gibt noch eine ganz andere nette Anzeige. Wir können mal hier das ein bisschen kleiner machen. Und zwar haben wir hier unseren Bordcomputer. Wenn ich hier oben drauf drücke auf Zwischensumme, habe ich vorhin ja auf 0 gesetzt, dann können wir hier auch noch eine kleine Statistik sehen. Und wir haben jetzt bereits eine Fahrtstrecke von 12,9 Kilometer. In Zeit steht in 0,3 Stunden da. Und da seht ihr schon eine durchschnittliche Geschwindigkeit jetzt von 45,1 km/h. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich, wenn wir es genau nehmen, schon das langsamste Stückchen gefahren durch die Stadt. Das ist also, kommt jetzt kein Stadtanteil mehr, nur so ein paar kleine Ortschaften. Sind jetzt eigentlich schon schneller fast als der WLTP-Zyklus. Und jetzt kommt ja eigentlich bei uns erst die schnelle Phase. Das heißt, grundsätzlich ist also unsere Runde sogar ein bisschen, wie soll ich sagen, härter, wesentlich härter als der WLTP-Zyklus, aber wir wollen es ja auch möglichst realistisch nachbilden. Okay, jetzt fahren wir also mal ein Stückchen Landstraße, genug gequatscht und dann gebe ich euch wieder ein Update, wenn wir an der nächsten Autobahnausfahrt sind. Wie ihr sehen könnt, wir sind mittlerweile auf der Autobahn. Ich habe den Tempomat beim Fahrzeug jetzt auf 130 km/h eingestellt. Heute haben wir wirklich ein bisschen Glück mit dem Verkehr, habe ich auch schon andere Tage erlebt. Es gibt beim Fahrzeug übrigens zwei verschiedene Tempomat-Modi, vielleicht auch interessant für euch. Es gibt den normalen, wenn man so will, Abstandstempomat, der also über ein Radarsystem verfügt. Normal deshalb, weil manche Autos haben das ja noch gar nicht, haben den noch normaleren Tempomat, wo man eben selber bremsen muss. Der Radar hier stellt also den Abstand zum Vordermann fest. Ihr könnt ihn dann in 4 Stufen einstellen. Fährt jemand vor euch, bremst das Auto automatisch ab, hält den gewünschten Abstand und beschleunigt hinterher dann natürlich wieder, wenn die Straße frei ist. Und wie wir euch auch schon im ersten Video zum Auto, was ich euch gerne mal hier oben verlinke, wo es um die Features von dem Fahrzeug geht, vorgestellt haben, gibt es ja auch eine automatische Verkehrszeichenerkennung, welche dann auch im Tempomat hinterlegt wird. Das heißt, wenn dann ein 100er Schild auf der Autobahn kommt, geht das Fahrzeug auf 100 km/h runter. Wird dann wieder die Geschwindigkeit freigeschaltet, wird das Auto auch wieder raus beschleunigen, fährt aber eben niemals schneller als die Geschwindigkeit, die er eben höchstens eingestellt hat am Ursprung. Es gibt noch einen zweiten Tempomat, das ist also der normale. Man kann den einstellen hier im Menü, nennt sich hier Smartes Fahren. Wir sind jetzt hier in diesem System drin, nennt sich Mazda Radar Cruise Control oder auch früher schon bekannt unter dem Namen MRCC. Wenn ihr wollt, dass das Fahrzeug noch selber mitlenkt, könnt ihr auch hier drauf gehen. Das ist dann der sogenannte Cruise and Traffic Support oder auch CTS genannt. Und bei dem System können wir mal gerne schauen, ganz witzig, fährt das Auto, wenn man so möchte, schon teilautonom, also funktioniert ganz genauso. Kommt noch ein zusätzliches kleines Lenkrad vorne am Tacho an, vielleicht kann man das noch so ein bisschen einfangen, daran erkennt ihr es. So, okay. Und jetzt machen wir mal folgendes Beispiel. Ich halte die Hände immer in der Nähe. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Rechtskurve und ihr seht schon, das Auto hält jetzt also hier konstant die Spur. Dieser Modus, der geht bis maximal 130 km/h. Kommt dann immer zwischendurch mal so eine Meldung, bitte jetzt mal wieder Lenkrad anfassen. Ich habe es mal gemessen, man kann so ungefähr 15 Sekunden rauszögern. Dann würde das Auto also diesen Modus unterbrechen und dann abbremsen, also beziehungsweise sanft abbremsen. Könnte ja auch sein, dass ihr vielleicht bewusstlos geworden seid oder nicht mehr ansprechbar. Und der normale Tempomat, sozusagen der normale Mazda Radar Cruise, der geht tatsächlich dann bis 160 km/h. Genau, also das mal zur Info, eine schöne Sache, finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn man so ein bisschen ganz bequem fahren will. Das Auto nimmt dann ja fast alles ab, wenn man längere Strecken fährt, sehr, sehr angenehm. Wenn man es eher so wie heute möglichst fahraktiv unterwegs ist, würde ich dann eben den normalen Tempomat nehmen. Deswegen stelle ich jetzt auch einfach wieder um und gehe wieder in den normalen Modus rein. Es gibt aber auch noch einen Trick, wenn ihr in diesem Cruise and Traffic Support System drin seid und ihr wollt einfach mal jetzt ohne lenken, dann könnt ihr den Tempomat also nochmal hier zusätzlich praktisch in den normalen Modus umschalten. Das heißt, ihr verwendet praktisch diese Taste einmal, um den Tempomat zu aktivieren und ein zweites Mal gleich danach,
um diese Lenkfunktion auszuschalten. Da kann man schnell hin und her wechseln. So, ja, jetzt haben wir doch schon ein bisschen mehr LKW-Verkehr wieder. Und jetzt gehen wir mal wieder auf unsere 130 hoch. Wir können jetzt mal hier so ein bisschen auch wieder den Verbrauch uns anschauen. Autobahn ist natürlich etwas, das den Verbrauch ansteigen lässt, während Landstraße und Stadtverkehr natürlich sehr zugunsten eines E-Fahrzeugs sind. Das ist im Endeffekt auch so ein bisschen die umgekehrte Logik, wenn man so will, von einem E-Fahrzeug. Das heißt, da wo sich ein Benziner und Diesel überhaupt nicht wohlfühlt, das ist nämlich der Stadtverkehr, da kann eben tatsächlich ein E-Auto richtig punkten. Das ist eben doch das Witzige, wenn man die Verbrauchsangaben anschaut, im Detail dann, die stehen meistens nicht in den Prospekten drin. Dann gibt es auch Verbrauchsangaben im Stadtverkehr, auf der Landstraße, genau wie diese, sage ich jetzt mal, diese 4 Zyklen, die da von WLTP vorhanden sind. Und bei dem Fahrzeug liegt der Verbrauch im Stadtverkehr bei in etwa 12,2 Kilowattstunden. Wir können euch das ja gerade mal einblenden, diese verschiedenen Werte von dem Mazda 6e. Und während dann eben ein Benziner oder ein Diesel gerade in dem Bereich eben besonders hohe Verbrauchswerte erzielt. Und deswegen ist eigentlich jetzt eher so der große Vorteil bei einem E-Auto wirklich, wenn ihr viel Stadtverkehr habt, viel Landstraße, da kann der richtig, richtig punkten. Bei konstanten Autobahnfahrten mit hohen Geschwindigkeiten ist der Vorteil eines E-Fahrzeugs nicht mehr so extrem groß. Merkt man immer noch, dass der E-Motor effizienter arbeitet, aber eben nicht ganz so toll wegen der Rekuperation wie beispielsweise eben im Stadtverkehr. Wir haben jetzt hier einen Verbrauch, habe ich jetzt gerade schon gesagt, von 18,3 Kilowattstunden jetzt hier an der Autobahnausfahrt erreicht, sind jetzt 31 Kilometer gefahren, sind also voll im Plan, wie ich vorhin schon sagte, etwa 32 Kilometer, sind gerade runtergefahren, fahren jetzt die Autobahn wieder in die andere Richtung. Das machen wir deshalb, weil nämlich bei der Richtung, wo wir gerade gefahren sind, hohe Steigungen dabei waren, also es war fast die ganze Zeit immer berghoch. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir das wieder berge runterfahren können und fahren dann wieder vielleicht oder melden uns dann bei euch wieder, wenn wir auf der Autobahn wieder am Ende sind. Wie versprochen, nach der Autobahn wieder ein kurzer Zwischenstand. Mittlerweile haben wir schon 44,8 Kilometer gefahren. Ich zeige euch das mal hier, die Schnelle. Das ist, glaube ich, angenehmer für dich, Marcel. Gehen wir hier in den Zwischenkommentar rein. Also 45 Kilometer haben wir jetzt gerade und haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 73,7 km/h bisher, also wirklich deutlich. Verbrauch ist jetzt gerade von 17 auf 16,8 Kilowattstunden runtergerutscht. Das wäre ja schon so in etwa die Werksangabe, aber eben ohne die Ladeverluste. Das wäre schon schön. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, jetzt kommen wir wieder zur Schokoladenseite vom E-Fahrzeug. Wir können uns mal noch die Energiekurve kurz anschauen. Jawohl. Hier seht ihr also, wir waren jetzt ungefähr schätzungsweise so 15 Kilometer auf der Autobahn unterwegs und das war so wahrscheinlich der erste Abschnitt. Da seht ihr hier mit den Peaks, das sind halt dann irgendwelche Steigungen oder Überholvorgänge gewesen und auf dem Rückweg war eben eher ein Gefälle und da seht ihr schon, hier haben wir ganz andere Verbrauchswerte, die wir da erzielen konnten bei der Geschwindigkeit. Und was vielleicht auch mal ganz interessant ist für euch, wir haben bei dem Fahrzeug auch natürlich verschiedene Rekuperationsstufen, die kann ich euch jetzt auch so ein bisschen zeigen und erklären, weil der Akku hat jetzt im Endeffekt 89%. Jetzt spürt man auch schon, dass die hier wirklich ganz unterschiedlich arbeiten. Es kann richtig rekuperiert werden. Ihr könnt das relativ einfach einstellen und zwar gibt es hier die Möglichkeit unter Fahrmodus natürlich zwischen den Standardstufen zu wählen, also Normal und Sport. Und dann gibt es noch so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Individualmodus. Da könnt ihr diese Elemente hier, die ihr sehen könnt, einstellen. Einmal natürlich, wie stark das Auto beschleunigen soll. Also entweder mittel oder stark. Ich fahre jetzt natürlich, weil wir Verbrauchsrunde machen, auf der mittleren Runde. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier die Intensität der Energierückgewinnung einzustellen. Und ich mache mal wieder gerade den Tempomat aus, damit ihr sehen könnt. Ich fahre jetzt hier mit der Stufe niedrig und habe mir die Veränderung der Rekuperationsstufe hier aufs Lenkrad gelegt. Da haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht, kann ich euch gerne mal verlinken, wo man diese Sachen hier alles konfigurieren kann. Das wird jetzt einfach hier zu weit führen, das beim Fahren zu erklären. Und wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, dann kann ich also beim Fahren mir einfach die Rekuperationsstufe aussuchen, die ich möchte. Und das bringt meines Erachtens auch wirklich für ein sehr effizientes Fahren sehr viel. Und grundsätzlich vielleicht so als kleiner Hinweis für euch, falls ihr da noch nicht so viel Erfahrung habt, wenn ihr auf einer Autobahn unterwegs seid oder beispielsweise eine Bundesstraße habt, wo es so richtig schön läuft, wenig Verkehr,
dann solltet ihr möglichst niedrig die Energierückgewinnung einstellen. Jetzt muss ich gerade aufpassen, weil ein Traktor vor mir bremst. So, jetzt also möglichst niedrig einstellen. Wenn ihr im Stadtverkehr fahrt, macht es durchaus Sinn, das schon auf relativ stark einzustellen. Denn das kommt euch dann so ein bisschen entgegen. Ihr habt dann relativ viele Bremsvorgänge. Warum? Wenn ihr jetzt auf einer Autobahn das auf stark einstellt und ihr geht vom Gas runter, dann habt ihr immer permanent so dieses in die Bremse reingehen. Das ist eben nicht besonders effizient. Ihr wollt ja eigentlich so weit wie möglich rollen, wenn ihr vorausschauend fahrt. Und deswegen verwende ich eben auf schnellen Phasen, auf ruhigen Phasen niedrig und im Stadtverkehr eben stark. Und deswegen schalte ich das dann später auch um. Und ich habe mich heute eben für individual eingestellt, weil ich das mir dann eben selber einstellen kann und so eben auch das Maximum rausholen kann. Mir macht es auch richtig Spaß, hier dann einfach schnell, wenn ich merke, ich muss jetzt bremsen, dann drücke ich einfach 2-3 Mal drauf und schon geht das Auto in die Bremse. Wenn ich es nicht mehr brauche, dann tippe ich wieder drauf und stelle wieder auf niedrig. Also mit dem Ding kann man relativ einfach spielen. Beim MX-30, was wir auch als E-Auto hatten, hatten wir hier so ein Pedal hinten dran. Da habe ich dann auch die ganze Zeit hier mal hin und her geschaltet. Also das funktioniert wirklich, wenn man sich daran gewöhnt hat, sehr, sehr gut. Gut, wir fahren jetzt mal nach Ansbach rein, fahren wieder ein Stückchen und dann gibt es wieder ein Update. Stadt Ansbach ist nun vorbei, unser zweites Mal durch Ansbach durch. Ein weiteres Mal werden wir noch durchfahren. Schöner Zeitpunkt, um kurz Resümee zu ziehen. Wir haben jetzt im Moment einen Durchschnittsverbrauch, ich zeige euch das mal kurz an, hier wieder diese Zwischensumme, da steht's, von 15,9 Kilowattstunden, also der Verbrauch ist richtig nach unten gegangen. Da merkt man einfach, dass tatsächlich dieses viele Bremsen auch mal stehen hier ein großer Vorteil ist. Ich kann euch das auch nochmal hier in der Kurve zeigen, das ist eigentlich ganz schön gemacht, macht die mal ein bisschen größer. Und was auch ganz schön ist, wir können uns das hier mal ein bisschen ranzoomen. Ich gehe mal hier so ein bisschen rüber, zoome das mal ein bisschen für euch ran. Also bloß kurz aufpassen bei der Kurve. Okay. Ja, das war im Endeffekt so ein bisschen unsere Fahrtstrecke jetzt hier durch die Stadt durch. Und ihr seht schon, wir haben hier 0, die Nulllinie. Und hier ist es die minus 20. Also das ist dann, wenn wir rekuperiert haben. Und ihr seht schon, hier geht es also so teilweise unter die minus 20, wird jetzt eben hier in dieser Darstellung nicht mehr abgebildet. Und wir befinden uns jetzt hier, wenn ich den Durchschnitt errechne, wird er sicherlich irgendwo so bei 10 Kilowattstunden. Und das ist dann schon beachtlich, was man hier in der Stadt rausholen kann, wenn man eben sehr viel Berufsverkehr hat durch reines Bremsen. Und es ging noch so ein bisschen bergab, während ich das jetzt eben im Autobahnverkehr eben nicht so hatte. Wir fahren jetzt einfach mal noch weiter bis zur Firma, drehen wieder um und fahren die Runde jetzt, wie gesagt, noch ein letztes Mal. Haben jetzt ja knapp 58 Kilometer drauf. Und dann gebe ich euch wieder Rückmeldung, wenn es irgendwas Interessantes gibt. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg raus aus Ansbach, haben also jetzt praktisch alles, was mit Stadtverkehr zu tun hat, abgeschlossen. Und ja, jetzt haben wir noch ungefähr so circa 20 Kilometer vor uns und wir gucken mal so ein bisschen auf den Verbrauch. Ich schalte mal hier wieder die Verbrauchswerte für euch an. Das ist für dich, glaube ich, einfacher zum Schauen. So, wir haben jetzt insgesamt 72,4 Kilometer gefahren und haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 58,6 km/h, sind also trotz, dass wir jetzt noch mal ein richtig schnelles Stück haben, schon deutlich über der WLTP und haben einen Durchschnittsverbrauch im Moment von 15,7 Kilowattstunden. Also damit sind wir ja schon mal ziemlich nah an dem Wert, den ich geschätzt hatte. Allerdings muss man es fairerweise dazu sagen, jetzt geht es fast nur noch berghoch und zum anderen natürlich auch noch mit deutlich höherer Geschwindigkeit, also Autobahnanteil. Also das wird schon richtig schwer bis fast unmöglich, da 15,5 zu erreichen. Aber wir schauen mal, wo wir am Ende des Tages rauskommen. Wir können auch mal so ein bisschen hochrechnen. Das heißt, wir wissen ja, das Auto hat eine Werksangabe von 479 Kilometern. Und das machen wir gerne mal für euch, dass wir uns das mal hier anschauen. Ich gehe mal gerade hier in diese Anzeige. Wir haben jetzt also hier 394 Kilometer, die mir noch als Restreichweite angezeigt werden bei 83% Akku. Und wir haben jetzt knapp 74 Kilometer gefahren. Das heißt, wir kommen jetzt auf hochgerechnet ungefähr 468 Kilometer, ganz grob mal geschätzt. Also wir verfehlen die Werksangabe im Moment ungefähr um 10 Kilometer. Aber wie gesagt, wir müssen noch sagen, wir sind deutlich schneller unterwegs, haben 18 Grad Außentemperatur, haben die Heizung an. Das muss man natürlich auch irgendwo unserem Test heute zugute schreiben.
Was ich allerdings auch jetzt wirklich schon deutlich spüre, ist, dass zum einen mal das Auto jetzt gerade so ab Runde 2 deutlich effizienter läuft, was natürlich an 2 Faktoren liegt. Hauptsächlich mal der niedrigere Akkuzustand, der ein höheres Rekuperieren erlaubt. Damit kann man wirklich ganz, ganz viel rausholen. Und zum anderen vermutlich auch, dass sich die Zellchemie jetzt so ein bisschen temperiert hat durchs Fahren. Das heißt, dass der Akku jetzt halt wesentlich wärmer ist als die 18 Grad, die jetzt an Außentemperatur vorhanden sind und damit die ganzen Prozesse auch deutlich effizienter ablaufen, was dann natürlich meinem Verbrauch hier zugutekommt. Der bleibt jetzt hier gerade bei grün stehen. Okay, naja. Auf jeden Fall, ihr seht schon, wir sind heute recht flott unterwegs für so einen Test. Aber wie ich schon sagte, wir wollen natürlich auch hier euch einen vernünftigen Wert präsentieren, der möglichst auch von euch dann natürlich erreicht werden kann. Wir fahren jetzt hier noch diese knapp 20 Kilometer Landstraße, Autobahn und melden uns dann kurz vor der Ladesäule wieder. Wir sind nun auf dem Weg zur Ladesäule. Ich habe mich jetzt entschieden, mit euch mal in die Schnellladesäule zu gehen. Zum einen geht es ein bisschen schneller, dass wir das Video abschließen können, weil wir mit der Firma nur eine Wallbox haben mit 11 kW. Das heißt, es wird dann ein bisschen länger dauern. Wir suchen uns jetzt hier mal ein freies Plätzchen aus. Ja, und jetzt können wir gleich mal gucken, wenn ich dann geparkt habe, was wir hier für Werte mal laut Bordcomputer erzielen könnten. Schon ein bisschen hochrechnen. Und dann gucken wir natürlich auch, was die Ladesäule dann uns an Energie reinpackt. Wir liegen im Moment meiner Meinung nach schon ganz gut im Plan. Ich habe schon so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Der Marcel hat es, glaube ich, noch gar nicht so richtig sehen können von der Seite. Ich muss mich kurz bloß konzentrieren zum Einparken. Eigentlich auch ganz cool, kann ich euch mal zeigen. Das Kamerasystem bei dem Auto ist richtig nice. So, Rückwärtsgang muss man natürlich auch einschalten. Also richtig schöne Darstellung. Wir sind jetzt hier in der 2D-Perspektive. Und hier sehr, sehr hoch auflösend. Funktioniert auch im Dunkeln hervorragend. Ihr könnt hier auch nochmal, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt hier zum Beispiel diese Perspektive haben oder lieber die, das könnt ihr euch hier komplett auch nochmal aussuchen. Oder wenn ihr 3D wollt, könnt ihr natürlich auch hier einfach euch das so ein bisschen anschauen, je nachdem, wie ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Auf jeden Fall richtig, richtig schön gemacht, das Kamerasystem. Ja, und jetzt schauen wir uns hier mal die aktuellen Werte an. Ich gehe mal wieder hier in unser System rein. Ich glaube, das ist für dich am angenehmsten zum Anschauen. Wir haben jetzt heute 95,1 Kilometer gefahren, 1,5 Stunden waren wir unterwegs und haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 62,7, geht jetzt gerade ein bisschen runter, und 15,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, also damit fast eine Punktlandung. Genau, wir können hier nochmal reinschauen. Den Endkilometerstand sollten wir uns auch nochmal anschauen. Hier nochmal der Zwischenzähler, 95,1, auch der zeigt die gleichen Werte an, und dann haben wir hier noch den Endkilometerstand vom Auto mit 3.374,9. Und den Durchschnittsverbrauch konnten wir also auf Langzeit um 0,1 jetzt im Moment senken. Ja, jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt müssen wir mal hier den Ladestecker anschließen und werden euch natürlich dann noch so ein bisschen mitnehmen, was wir dann hier an Energie jetzt reinbekommen, und vielleicht auch mal die Ladegeschwindigkeit, ganz interessant. Wir haben jetzt 79%. Wir hatten euch ja schon ein Video gemacht, wo wir euch die Ladekurve hochgeladen haben. Verlinke ich euch mal da oben. Da waren wir dann bei 80% ungefähr, wenn ich richtig im Kopf habe, bei 68 Kilowattstunden, beziehungsweise Kilowatt muss man sagen. Ja, gucken wir mal, was jetzt rauskommt. Akku ist jetzt auf jeden Fall schon schön warm. Ich gehe mal raus zur Ladesäule. So, beide Kappen ab. Ich schnappe mir jetzt einfach hier mal den Charger 2, reinstecken. Ist auch wieder eine ENBW-Ladesäule, 300 kW maximal, die hier möglich sind. Das Fahrzeug hat ja eine maximale Ladegeschwindigkeit von 163 kW. Und vor lauter Quatschen habe ich vergessen, hier die App noch zu öffnen. So, das machen wir gleich mal. So, noch fix einscannen, damit es schneller geht. Zack. Und los geht's. Wir können hier mal so ein bisschen aufs Display schauen. Da wird euch das auch mal ganz praktisch angezeigt. Also am Anfang erfolgt natürlich erstmal so ein Abgleich mit meinen Daten vom Handy. Und jetzt erfolgt die Kommunikation mit dem Fahrzeug. Sagt, hey, wie voll ist denn ein Akku, Temperatur vom Akku, welche Geschwindigkeit verkraftest du? Das sind diese Ladeparameter. Schaut natürlich, dass der Stecker alles in Ordnung ist. Und dann geht es im Endeffekt auch schon gleich los. Und dann kann man auch so ein bisschen hier Mäusekino-mäßig hier durchschauen, was für eine Ladegeschwindigkeit hier vorhanden ist. Und das seht ihr jetzt schon mal. Das ist jetzt die aktuelle Ladeleistung in Kilowatt, Akkuspannung und so weiter. Ja, 79%. Schauen wir mal, wie hoch er geht. Ja, wie ihr seht, er pendelt sich jetzt hier irgendwo bei 49 kW ein. Wir setzen uns jetzt mal ins Auto rein
beobachten es noch eine ganze Weile und wenn wir dann fertig sind mit Laden, ziehen wir natürlich auch mal ein Resümee. Wie ihr sehen könnt, ich bin mittlerweile wieder in der Firma angekommen und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, nicht das Fazit im Fahrzeug zu ziehen und die Werte euch einfach zu nennen, sondern es ist ein relativ komplexes Thema, was im Endeffekt von sehr, sehr vielen Faktoren abhängt, wie effizient ein E-Auto ist und wie sparsam ihr so ein Fahrzeug fahren könnt. Und deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, hier mal ein paar Werte für euch aufzuschreiben und gerade auch vielleicht mal einen Vergleich zwischen Diesel, Benziner und dem E-Fahrzeug zu ziehen. Wir fangen aber mal ganz einfach an. Wir hatten ja heute unsere Runde dreimal gefahren, hatten also insgesamt eine Fahrtstrecke von 95,1 Kilometer. Laut Bordcomputer einen Verbrauch von 15,6 Kilowattstunden. Das ist also das, was das Auto tatsächlich benötigt hat. Aber wie ich auch schon im Video sagte, wir brauchen natürlich auch die Ladeverluste, denn das ist das, was ihr wirklich an Geld zahlt. Und die Ladestation hat am Ende dann eine Gesamtmenge an Energie gehabt von 16,91 Kilowattstunden. Jetzt sind wir schon knapp über der Werksangabe von 16,6. Wir müssen allerdings auch fairerweise das Ganze jetzt noch hochrechnen. Wir hatten ja nicht nur 100 Kilometer, sondern eben 95,1. Das haben wir natürlich für euch schon getan. Das heißt, wären wir theoretisch 100 Kilometer weiter so gefahren, hätten wir insgesamt einen Stromverbrauch gehabt, inklusive Ladeverluste von 17,78 Kilowattstunden. Das ist also schon mal ein wichtiger Wert, den wir heute mal festhalten können. Das ist also der Realverbrauch von diesem Fahrzeug. Jetzt sollten wir uns natürlich auch ein bisschen die Bedingungen anschauen. Wir hatten beim Video ja schon ein paar Dinge genannt, die hier relevant sind. Einmal natürlich unsere Durchschnittsgeschwindigkeit, die lag heute bei 62,7 km/h, während eben die Werksangabe einen Schnitt hat von 46,5 km/h. Also wir haben wirklich deutlich schneller als die WLTP-Zyklus. Wir hatten die Heizung an, wir hatten die ganzen Infotainment-Systeme an. Also hier auch einen höheren Energieverbrauch. Und was auch noch wichtig war, während des Ladevorgangs waren wir beide hier im Auto gesessen, haben ein bisschen Nachrichten geguckt und natürlich auch die Lüftung und Klimaanlage noch angelassen. Das verbraucht natürlich auch nochmal Strom. Aber es ist im Endeffekt ja auch realitätsnah. Manchmal hockt man sich dann einfach ins Auto rein, zappt ein bisschen durch die aktuellen Nachrichten und verbraucht dann eben auch diesen Strom. Von daher finde ich, das ist eigentlich auch gut, dass wir das so gemacht haben. Okay, jetzt würde ich gerne mit euch natürlich auch mal so ein bisschen Gedankenspiele durchgehen, wie auch der Strompreis hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, wie effizient und wie sparsam euer E-Auto ist. Wir waren jetzt heute bewusst mal an einer Ladesäule mit Schnellladung, um auch euch da zu zeigen, wie viel mehr ihr dann sozusagen zahlen müsstet. Wir fangen aber jetzt mal mit dem günstigsten Methode an und das wäre im Endeffekt zu Hause an der heimischen Steckdose bzw. an der Wallbox. Da habt ihr auch ungefähr Verluste von ca. 10%, also minimal höher, aber ich denke noch gut vergleichbar. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr diesen Strom komplett kaufen müsst. Also jetzt keine PV-Anlage besitzt und dann irgendwie eine Einspeisung macht ins Auto, sondern wirklich einfach nur ein reiner Kauf. Und jetzt kommt es ein bisschen auf euren Stromtarif an. Da gibt es jetzt wirklich ganz, ganz verschiedene. Müsst ihr selber mal gucken. Ich rechne jetzt hier in diesem Beispiel einfach mal mit 32 Cent. Das entspricht auch momentan dem Preis, den wir hier in der Firma für unseren Strom pro Kilowattstunde haben. Nehme ich also nun den Verbrauch von 17,78 Kilowattstunden, multipliziere ihn mit 32 Cent, so haben wir heute für 100 Kilometer also Kosten erzeugt in Höhe von 5,70 €. Das ist mal ein Wert, da kann man schon, glaube ich, ganz gut was mit anfangen. Jeder, der mal an die Tanksäule geht und weiß, was man da so zahlt. So, jetzt würde ich das gerne mal mit euch beispielsweise auch mal vergleichen mit einem Benziner. Wir haben für euch auch mal ein Foto von den heutigen Preisen der Spritsorten hier aufgenommen und die bilden wir euch am besten mal ab. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Benziner E10, also wir nehmen die günstigste Kraftstoffsorte. Wenn ich jetzt also mit dem heimischen Strompreis das vergleiche, 5,70 €, wie viel müsste denn das Auto verbrauchen, um wirklich konkurrenzfähig mit dem E-Auto zu sein? Also wir reden dann bei einem Strompreis von 32 Cent und einem Benziner über einen Durchschnittsverbrauch von 3 Liter und 42, also 3,42 Liter. Das ist eigentlich ein Wert, den normalerweise ein Benziner eigentlich gar nicht erreichen kann und ein Mazda 6 in dieser Größenkategorie mit dieser Länge, mit dieser Ausstattung, mit dieser Leistung sowieso nicht. Also hier sieht man schon, hat man wirklich ein super effizientes Auto, wenn man an der heimischen Steckdose lädt. Jetzt treiben wir das Spiel mal noch ein bisschen weiter. Wir waren ja an der Schnellladesäule und natürlich gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Tarife. Ich habe jetzt mich bewusst nicht für den günstigsten Tarif entschieden, sondern so einen Durchschnittstarif. Der kostet mich ungefähr 5 € im Monat und ich habe dann einen Strompreis von 49 Cent pro Kilowattstunde. Es gäbe noch einen günstigeren, der kostet glaube ich um die 12 € und dann wäre es der günstigste Tarif mit 39 Cent die Kilowattstunde. Aber wir rechnen jetzt bewusst mal mit 49.
Wenn ich das jetzt umrechne auf unseren Verbrauch heute, hätten wir also insgesamt Kosten produziert in Höhe von 8,71 €. Nehme ich mir wieder den gleichen Benziner, den wir gerade schon hatten, dann wäre das jetzt hier schon mal ein eklatanter Unterschied, denn hier hätten wir einen, sagen wir mal, einen rechnerischen Verbrauch von 5,22 Liter. Das ist natürlich für einen Mazda 6 in dieser Größe und Klasse immer noch ein Wahnsinnswert. Aber ihr seht schon, 3,42 € zu 5,22 €. Wie man immer so schön sagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Und wenn ihr dann beispielsweise irgendwo an eine Schnellladesäule geht und dann eben nicht für 49 Cent Energie tankt, sondern vielleicht für 79 Cent, da schaut die Sache natürlich nochmal ganz anders aus. Das heißt, hier müsst ihr also wirklich aufpassen, wo ihr euren Strom herbezieht. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal in Richtung Diesel. Das heißt, wir schauen mal, was wäre jetzt, wenn ihr euch für einen Mazda 6 Diesel zum Beispiel entschieden hättet. Der Dieselpreis lag heute bei 1,61,9 €, also 1,62 € pro Liter. Und wenn ich jetzt wieder die 32 Cent pro Kilowattstunde nehmen würde, dann würde das einem Dieselverbrauch von 3,52 Litern entsprechen, also sehr ähnlich wie beim Benziner. Auch das ist ein Wert, das gibt es eigentlich nicht in dieser Fahrzeugkategorie. Ich würde sagen, die sparsamsten Fahrzeuge so in etwa bei dieser Gewichtsklasse, die verbrauchen so 5,5 Liter auf so einer Verbrauchsrunde. Also hier sind wir doch nochmal so 30-40% günstiger als beispielsweise ein reiner Diesel. Aber wenn wir jetzt hier wieder mit der Schnellladesäule nehmen mit 49 Cent, schaut die Welt schon wieder so ein bisschen anders aus, dann hätten wir einen Durchschnittsverbrauch beim Diesel von 5,38 Liter. Und das kommt dann schon sehr, sehr nah an ein Dieselfahrzeug ran. Wenn ihr jetzt dann eben für 79 Cent tanken würdet, dann wären wir sogar teurer als ein Dieselfahrzeug. Also das solltet ihr auch immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr an einer Ladesäule fahrt. So, das waren jetzt wirklich viele Werte. Was mir wichtig ist, was ihr mitnehmen solltet, ist, dass die Werksangabe, die tatsächlich in den Prospekten zu finden ist, mit den 16,6 Kilowattstunden zum einen mal inklusive Ladeverlusten gerechnet ist, also dass der Bordcomputerwert durchaus ein bisschen niedriger sein muss. Das zweite ist, dass wir diesen Wert tatsächlich auch sehr gut erreichen können, obwohl wir deutlich schneller unterwegs waren und auch Autobahnnutzung zu einem hohen Prozentsatz dabei war. Und dass ihr eben auch wissen solltet, dass es natürlich schon auch temperaturabhängige Verbrauchsunterschiede gibt. Das heißt, fahrt ihr eben mit 23, 24 Grad Außentemperatur, habt ihr ein etwas effizienteres E-Auto, als wenn es beispielsweise deutlich kühler ist. Die Werte können natürlich dann auch nochmal im Winter sich nochmal unterscheiden, da eben zum Beispiel bei 0 Grad noch deutlich mehr geheizt werden müsste. Aber grundsätzlich ist der Vorteil, wenn man es eben richtig macht, schon so hoch, dass man auf jeden Fall mit so einem E-Fahrzeug immer effizienter fährt. Hinzu kommen natürlich dann noch so steuerliche Vorteile oder natürlich auch bei der Wartung, dass die deutlich günstiger sind, die ich jetzt hier gar nicht mit einkalkuliert habe. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn euch dieser Test hier gefallen hat. Habt ihr irgendwelche Fragen und Anregungen zu dem Test, schreibt es wie immer unten in die Kommentare rein. Wir versuchen natürlich so schnell wie möglich zu antworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, das freut uns immer sehr. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.